Wieder ein Modul Mentorenschulung. Ziele im Mentoring. Wenn ich die Frage stelle, was ist an Zielsetzung für einen Mentoring-Prozess wichtig, kommt oft zuerst die Frage, Ziele müssen smart sein. Sie kennen das vielleicht, wenn Sie eine Reihe von Kommunikations- und Organisations- und so weiter Trainings gemacht haben. SMART steht eben für Specific, Measurable, Attainable, Realistic, Timely. Wenn Sie das nicht kennen, einfach kurz googeln. Und das SMART-Prinzip bedeutet also im Wesentlichen, dass Ziele spezifisch sein sollen und zu Beginn exakt eben festgelegt werden, um halt nachher zu überprüfen, ob sie tatsächlich erreicht werden. Das macht in vielen Lebenssituationen Sinn. Hier gebe ich Ihnen ein paar Gedanken, um dieses Thema Ziele ein Stückchen weiter zu spinnen. Ziele im Mentoring. Na, zum Ersten, sie bewegen sich. Das heißt, es tun sich neue Chancen auf, Ziele verändern sich aus vielerlei Gründen und das heißt, wir haben es im Mentoring-Prozess per se einfach nicht mit einem statischen Zielerreichungsprozess zu tun, indem wir zu Beginn das Ziel einfach festlegen können und dann im Laufe des Prozesses einfach abarbeiten. Hierzu noch ein paar Gedanken. Kennen Sie das Beispiel mit den zwei Schwestern, die sich um eine Orange streiten? Kurz kramen. In dem Beispiel steht natürlich die erste Frage, wie würden wir das klassischerweise lösen? Natürlich, indem wir die Orange teilen, 50-50. Der Nachteil der 50-50-Lösung ist aber, dass quasi beide mit 50% der Lösung oder eben nur 50% ihres Zieles erreicht haben. Und in der Mediation wird dieses Prinzip sehr stark angewandt, nämlich die Frage, warum möchtest du dieses Ziel eigentlich überhaupt erreichen? Hätte man nämlich die beiden Schwestern in unserem Beispiel gefragt, warum möchtest du die Orange haben, hätten wir festgestellt, dass die eine eben ganz normal das Fruchtfleisch essen möchte und die andere einen Kuchen backen möchte. Dafür braucht sie eben die Schale. Das heißt, hätten wir die Frage gestellt, warum möchtest du dieses Ziel erreichen, hätten wir ein wesentlich besseres Ergebnis, in diesem Beispiel sogar 100% Ergebnis für beide Seiten erreichen können. Hier unten steht nochmal, weißt du, worauf dieses Ziel einzahlt? Denn diese Frage, warum ist ein Ziel wichtig, kann auch andersrum wichtig sein. Wenn man zum Beispiel Mitarbeitern ich sag mal, ein Projekt gibt, ein Ziel gibt und diese vielleicht gar nicht wissen, warum dieses Ziel wichtig ist. Und eine Person, die versteht, warum dieses Ziel wichtig ist, kann natürlich selbst wesentlich mehr mitdenken, ist eingebunden, motivierter und kann einen wesentlich intelligenteren Beitrag steuern als jemand, die nur ein Ziel hat. Deswegen zu dem Thema Mentoring und Ziele einfach nochmal den Gedanken, in vielen Mentoring-Programmen wird das Thema Ziele relativ statisch angegangen. Das heißt, es gibt zu Beginn eine Zieldefinition und am Ende wird die Zielerreichung abgefragt. Es macht generell auf jeden Fall Sinn, die Entwicklungsziele des Mentees zu erfragen. Wir würden aber immer empfehlen, die am Anfang genannten Entwicklungsziele nicht als das Mentoring-Ziel zu definieren oder nicht als das wichtigste Ziel in den Gesprächen quasi zu definieren, sondern die Qualität und die Intelligenz des Mentors kann eben sein, Ziele weiter zu verbessern.
Mentoring ist eben nicht nur dafür da, Ziele zu erreichen, sondern Ziele zu verbessern und noch besser in Einklang zu bringen mit dem, was der Mentee als Person wirklich ist. Ein Beispiel: Stellen Sie sich vor, Ihr Mentee nennt als Karriereziel was ganz Einfaches: Ich möchte im Vertrieb sein. Jetzt könnten Sie einen Plan machen, wie Ihr Mentee dieses Ziel erreichen kann. Oder Sie können fragen: Warum möchtest du dieses Ziel erreichen? Und würden dann zum Beispiel feststellen, dass Ihr Mentee einen Drang nach Anerkennung hat oder einfach ein hohes Gehalt möchte, ein gewisses Prestige und diese Themen mit Vertrieb verbindet. Und wenn wir uns klar werden, was wir eigentlich wollen, können wir natürlich auch sauberere Ziele formulieren. Und jemanden, dem Sie einfach nur helfen, in den Vertrieb zu kommen, wird vielleicht für den Rest des Lebens unglücklich, weil er dann feststellt, Vertrieb ist gar nichts für mich. Sie kennen das vielleicht von Tony Robbins, der sagte, Ziele nicht erreichen ist halb so schlimm, wie Ziele zu erreichen und zu merken, ich bin nicht da angekommen, wo ich hin wollte. Das tut wirklich weh, weil man wirklich schon alles dafür gegeben hat. Also, wir stellen die Frage, warum, und es gibt noch das kleine Spiel quasi 5 Levels of Why. Das bedeutet, es kann manchmal Sinn machen, die Frage warum 5-mal zu stellen. Also, warum willst du in den Vertrieb? Weil ich mir Anerkennung verspreche, weil ich einfach ein besseres Gehalt haben möchte. Warum möchtest du Anerkennung? Was verbindest du damit? Und indem wir eben mit Anerkennung verbinde ich, dass meine Arbeit gesehen wird. Warum ist es dir wichtig, dass deine Arbeit gesehen wird? Ich möchte mich schneller weiterentwickeln, möchte ein höheres Lerntempo. Und das heißt, wenn wir einfach die Frage, warum möchtest du etwas, 5-mal fragen oder eben mehrfach fragen, als Spiel, als Faustregel 5-mal, dann haben wir die Chance, zu den Grundmotiven, den Grundmotivationen, dem zu kommen, was die Person am stärksten antreibt. Und wenn wir das als Mentoren wissen, was jemanden zutiefst antreibt, dann können wir natürlich die Qualität von Zielen wesentlich verbessern. Wir können wesentlich besser schauen, wie können wir im Unternehmen, wenn wir es mit unternehmensinternem Mentoring zu tun haben, den eigentlichen Drive des Menschen besser in den Vordergrund stellen, durch eine leichte Veränderung der Verantwortung, durch vielleicht eine andere Abteilung, andere Projekte, wie auch immer. Und wenn ich den tiefen Drive des Menschen verstehe, dann kann ich natürlich eine wesentlich höhere Qualität an Ergebnis und an Lösung liefern. Also, Sie sind als Mentoren nicht einfach, ich sage, Ausführungsgehilfen beim Erreichen von Zielen, sondern Sie sind als Mentoren der weise Teil, der die Chance hat und das einzigartige Potenzial hat, vielleicht auch als der einzige Mensch im Leben des Mentee zum aktuellen Zeitpunkt, die Qualität von Zielen zu verbessern. Damit viel Erfolg und wir sehen uns beim nächsten Thema. Bis gleich.